Hallo zusammen, im Bereich Polaruhren bin ich euch noch ein kleines Update-Video schuldig. Ich möchte euch mal zeigen, was für neue Updates bzw. Neuerungen auf die Polaruhren gekommen sind. Es sind nicht viele, aber es sind noch ein paar interessante mit dabei. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, und für welche Uhren gibt es das Update? Ihr seht, hier sind wirklich ganz viele Uhren, die hier liegen. Einmal haben wir die Polar Vantage M3 und auch die Critics 2, die aber schon die meisten Funktionen erhalten hatte mit dem Release, als auch die Critics 2 Pro, die Vantage V3 und auch die Ignite 3, die schon etwas länger auf dem Markt ist, hat ebenfalls hier einen Großteil der Updates bekommen. Auch bei Polar ist das Thema Datensicherheit ein wichtiger Aspekt und so hast du nun auch die Möglichkeit, die Polaruhren mit einem PIN-Code zu schützen. Zu einem, wenn du die Uhr neu einrichtest, wirst du direkt gefragt, ob du das machen möchtest. Du kannst es aber natürlich auch im Nachgang nachpflegen. Der PIN-Code wird auch von allen Uhren unterstützt. Ich zeige euch das einfach mal auf der Vantage V3. Dafür geht ihr einfach hier unten auf die Taste bzw. drückt etwas länger drauf. Dann kommen wir hier schon ins Menü und dann scrollen wir einfach mal einmal von oben nach unten und kommen direkt auch schon in die Einstellung. Da drücken wir drauf und dann scrollen wir einmal ganz runter auf Daten und Sicherheit. Und hier gibt es dann den neuen Menüpunkt PIN-Code oder PIN festlegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann können wir jetzt einfach einen PIN aussuchen. Den müsst ihr auch zweimal eingeben und bestätigen. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann hier der PIN festgelegt. Ihr könnt den PIN natürlich auch deaktivieren bzw. ändern. Und jedes Mal, wenn ihr die Uhr ablegt und dann hier in den Ruhemodus geht, beziehungsweise es dauert einen kleinen Moment, dann werdet ihr wieder gefragt, wenn ihr die Uhr aktivieren wollt, beziehungsweise müsst dann hier den PIN eingeben. Eine weitere Neuerung dürfte vor allem für die interessant sein, die Mammutmärsche machen oder ganz lange Läufe. Du hast nämlich jetzt die Möglichkeit, auch die Uhr während der Aktivität zu laden. Das ging in der Vergangenheit nämlich nicht. Ja, ich habe auf der Vantage M3 nun mal eine Aktivität laufen. Ich habe jetzt hier mal eine Powerbank, die ich eingeschaltet habe. Und wenn wir jetzt einfach hier das Ganze anschließen, können wir auch sehen, da oben ist dann hier so ein Stecker. Das heißt also, die Uhr wird jetzt auch während der Aktivität geladen. Eine nächste Neuerung betrifft dann hier die Zifferblätter. Ihr habt nämlich dann 2 neue Zifferblätter hinzubekommen. Das könnt ihr natürlich dann auch nochmal einstellen, wie ihr das haben wollt. Auf der Ignite 3, da bekommt ihr dann auch das neue Zifferblatt angeboten. Hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, entsprechend die Daten für euch so einzustellen, wie ihr das dann auf der Ignite 3 haben möchtet. Auch im Bereich der Verwaltung der Benachrichtigung, die du auf die Uhr bekommen kannst, sei es zum Beispiel, du hast ein Aktivitätsziel erreicht oder viele weitere Benachrichtigungen, könnt ihr nun auf die Uhr auch verwalten, besser gesagt einstellen, ob ihr diese haben möchtet. Ich zeige euch das jetzt mal auf der Vantage M3. Dafür geht ihr auch hier wieder in die Einstellung hinein und das findet ihr dann unter allgemeine Einstellungen und dann gehen wir einfach runter und dann gibt es hier den Punkt jetzt hier Notifications und hier gehen wir jetzt einfach mal rein. Und da gibt es auch ganz spannende Sachen. Zum einen könnt ihr natürlich einstellen, ob ihr Benachrichtigungen beim Training haben wollt vom Smartphone oder Aktivitätsziel erreicht. Das habe ich hier ausgeschaltet. Das sind immer diese Pünktchen, die da kommen, wenn man die Schritte erreicht hat. Was ganz spannend ist, zum Beispiel jetzt hier auch, das ist normalerweise defaultmäßig ausgeschaltet, wenn man das Smartphone nicht dabei hat, also liegen lässt, dass das hier aktiviert wird, dass du eine Benachrichtigung bekommst, dass die Uhr hier die Verbindung verloren hat. Und so hast du jetzt die Möglichkeit, hier auch alles zu speichern bzw. so zu verwalten, wie du das dann für dich haben möchtest. Das funktioniert natürlich auch hier auf allen Uhren, die ich jetzt hier liegen habe. Eine kleine Anpassung gab es bei allen Uhren auch im Bereich des Cardio-Loades. Man hat jetzt hier einfach die Unterscheidung etwas feingliedriger gemacht. Das heißt also, es gibt jetzt hier 4 Punkte. Wir haben jetzt erhaltend, aufbauend, aber dann auch überfordert. Wir sehen auch hier, ich habe momentan mein Training extrem erhöht. Wir können auch sehen, dass die Verletzungsgefahr hier jetzt hoch ist. Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Und so bekommt jetzt hier auch ein bisschen das besser eingegliedert. Weiterhin bleibt bestehen, dass wir natürlich dann auch hier tägliche Trainingsvorschläge bekommen. Das wird auch weiterhin von allen Uhren unterstützt. Da hat sich jetzt nichts geändert, aber die Einteilung ist hier noch ein bisschen feingliedriger. Das heißt also, da hat man ein bisschen mehr den Überblick, ob man jetzt im optimalen Bereich trainiert oder auch nicht. Und wenn wir schon bei den Änderungen der Widgets sind, da gibt es dann auch eine kleine Anpassung beim Schlafstatus. Wir haben ja früher immer nur den Schlafwert bekommen, beziehungsweise eine Übersicht, der wie zum Beispiel die Kontinuität ist. Aber es gibt jetzt auch hier eine Schlafstruktur. Das heißt also, das wird jetzt hier auch schön grafisch nochmal dargestellt. Und so hast du dann auch nochmal im Überblick, wie du geschlafen hast und musst nicht direkt hier in die Polar Flow App hineinschauen. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch eine Änderung im Trainingswidget. Besser gesagt, wenn du eine Aktivität durchgeführt hast und du das nochmal anschauen willst. Wir sind jetzt hier, wir haben die normale Wochenübersicht, die kennt ihr ja schon, da hat sich jetzt nichts groß geändert. Auch die Aufschlüsselung der Aktivitäten ist gleich geblieben. Aber wir sehen hier zum Beispiel jetzt eine Laufeinheit, da gehen wir jetzt einfach mal auf der Vantage V3 hinein und gleichzeitig auf der Ignite 3. Ihr bekommt nämlich jetzt auf den Uhren, die hier Karte unterstützen, wenn wir runterscrollen, auch dann den GPS-Track angezeigt. Besser gesagt, ihr seht es dann auch mit der Karte in der Übersicht. Auf der Ignite 3 bekommen wir das nicht. Warum? Ganz einfach, die
Uhr unterstützt hier keine Offline-Karten, deswegen kann sie natürlich auch hier an dieser Stelle keine Karten anzeigen. Schade ist, dass man trotzdem hier keinen GPS-Track auf der schwarzen Ebene anzeigt, aber wie gesagt, das gibt es hier nur auf den anderen 3 Uhren, Vantage M3, Critix 2 Pro, als auch auf der Critix 2 und natürlich auf der Vantage V3. Eine wirklich sehr spannende Sache für alle die zum Beispiel im Winter hier Swift trainieren oder auch andere Geräte nutzen, die auch Herzfrequenzdaten empfangen können. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit den Polaruhren auch Herzfrequenzdaten zu versenden. Das heißt also, wenn wir jetzt in eine Aktivität hineingehen, ich zeige das mal auf der Ignite 3, wir nehmen jetzt einfach mal hier das Gravel Bike, das wählen wir jetzt aus. Und wenn ihr dann auf Einstellung geht, dann seht ihr auch hier, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Herzfrequenz mit anderen Geräten zu teilen. Und dann können wir sagen, Uhr als Herzfrequenzsensor nutzen, Herzfrequenz für alle sichtbar und das aktivieren jetzt einfach. Und so hast du jetzt die Möglichkeit, die Uhren dann auch mit den Geräten zu koppeln, bzw. Herzfrequenzdaten über die Uhr an das Gerät zu übermitteln. Und nun kommen wir zu den aus meiner Sicht 3 Highlights der letzten Updates der Polaruhren. Das erste ist das Thema Handy finden. Du hast nämlich jetzt die Möglichkeit, mit deiner Polaruhr auch dein Handy zu suchen. Um das überhaupt nutzen zu können, musst du es aber erstmal bei der Uhr aktivieren. Dafür geht ihr einfach hier in eure Polar-App hinein, geht unten auf die 3 Punkte und dann geht ihr auf Geräte. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel die Critix 2 Pro. Wenn wir hier runter scrollen, gibt es hier einen neuen Menüpunkt. Das Ganze heißt dann Smartphone finden und das muss aktiviert sein. Und bei mir war bei meiner iPhone-Version jetzt das Problem, dass ich diesen Button noch nicht gesehen habe. Ich musste die App wirklich deinstallieren und im App Store nochmal neu herunterladen und dann habe ich auch hier den Menüpunkt gesehen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ich zeige es euch erstmal auf der Ignite 3. Es gibt nämlich jetzt 2 Funktionen. Die erste Funktion ist nämlich, wenn ihr von oben nach unten scrollt, bekommen wir nämlich hier einen neuen Button angezeigt. Sehen wir jetzt auch hier, wenn wir von links nach rechts scrollen, sehen wir die Lupe. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, bekommt ihr hier auch so ein schönes Menü angezeigt mit so einem blauen Ring, der sich dreht. Umso näher das Handy ist, umso näher ist der Ring dann auch hier bei euch im Mittelkreis. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr es jetzt unterm Sofa habt und nicht findet, auch den Ton einzuschalten. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Da hören wir auch schon das Handy. Und es funktioniert auch, wenn das Handy, zumindest das iPhone, auf lautlos steht. Da bekommt ihr den Ton auch. Es besteht auch die Möglichkeit, während der Aktivität das Handy zu suchen. Ich habe es jetzt zum Beispiel auf der Polar Vantage M3 gemacht. Dafür müsst ihr einfach die Aktivität pausieren. Und dann gehen wir einfach hier auf Einstellung. Und dann sehen wir auch hier unten schon gleich, wenn wir runterscrollen, Smartphone finden. Und jetzt gibt es einen kleinen Unterschied zwischen der Ignite 3 und den Uhren, die hier eine Offline-Kartenunterstützung haben. Bei der Ignite 3 könnt ihr nur das Handy suchen, wenn ihr das Handy in Reichweite oder Bluetooth-Reichweite habt, weil hier nur Signale unterstützt werden, aber keine Karten, da die Ignite 3 ja auch keine Karten hat. Anders sieht es dann aber aus bei den Uhren, die Kartenmaterial haben. Einmal habt ihr natürlich hier die Möglichkeit, wenn das Handy direkt in der Nähe ist, auch hier auf den Button zu drücken, um hier einen Ton rauszubekommen. Sehen hier, bekommt jetzt den Ton. Aber sollte es der Fall sein, dass das Handy schon weiter weg ist, bekommst du hier den letzten Standpunkt auf der Karte angezeigt, wo das Handy dann das letzte Mal Verbindung zur Uhr hatte. Und so kannst du dann zurücklaufen bzw. hier dein Handy wieder suchen gehen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Unterstützung. Und wenn wir schon beim Thema Karten sind, es gibt auch im Bereich der Kartenmaterialien hier einige Änderungen. Besser gesagt, wir bekommen jetzt auf den Karten auch Points of Interest angezeigt. Sei es zum Beispiel jetzt Toiletten, Parkhäuser, aber dann auch Einkaufsmöglichkeiten, kannst du dir jetzt alles hier auf deine Uhr anzeigen lassen. Voraussetzung hierfür ist aber einmal natürlich das Update der Uhr selbst, aber auch ein Update des Kartenmaterials. Das heißt also, das alte Kartenmaterial kann hier nicht verwendet werden. Dafür müsst ihr einfach auf die Polar Flow Seite gehen und hier die Karten herunterladen. Und ganz wichtig, du musst die detaillierten Karten herunterladen, also die auf dem Speicher etwas größer sind. Und das Ganze muss dann natürlich hier auf die Uhr übertragen werden. Und hast du das Kartenmaterial geupdatet, dann gehst du einfach hier auf das Navigationswidget. Das wählst du jetzt aus. Und wenn wir jetzt hier rechts auf den Knopf drücken, dann kommt er auch in die Karte hinein, beziehungsweise wenn ihr nochmal rechts drückt, dann könnt ihr auch jetzt hier Points of Interest verwalten bzw. einrichten. Standardmäßig sind nämlich nicht alle aktiviert. Dafür gehen jetzt einfach mal in Points of Interest hinein. Und wenn wir jetzt ganz runter scrollen, sehen wir auch schon gezeigte Points of Interest wählen. Da gehen wir jetzt drauf und hier, das ist jetzt der Standard, hier könnt ihr euch jetzt wirklich alles anzeigen lassen, was in der Nähe ist. Unterstände, Hütte, Lagerfeuerplätze, aber auch Aussichtspunkte, also wirklich eine große Vielzahl an Möglichkeiten, die du hier auswählen kannst. Ich habe jetzt einfach mal alles angehakt und speichere das Ganze. Und wenn wir jetzt einfach zurückgehen auf die Karte, werden wir jetzt auch gleich sehen, dass wir nun auch die Points of Interest sehen. Wir sehen jetzt hier, das war alles vorhin leer. Einkaufsmöglichkeiten sehen wir jetzt hier, eine Tankstelle, Parkplätze, also alles hier mit dabei. Du hast jetzt aber auch die Möglichkeit, wenn du auf der Karte drauf bist, wenn wir nochmal hier drauf gehen, einmal hier auf Points of Interest zu gehen.
Und dann hast du einmal die Möglichkeit, eher einen eigenen Point of Interest zu erstellen, wo du dich dann hin navigieren lassen möchtest. Wir gehen jetzt zum Beispiel einfach hier hin. Das wählen wir jetzt aus. Sagen wir hier starten. Und dann sehen wir oben auch schon den Punkt, den Pin, wo wir jetzt hinwollen. Du bekommst den nämlich dann immer markiert. Leider kann die Uhr hier keine Routen ausrechnen. Es liegt einfach daran, die Uhr ist nicht routingfähig. Das können leider nur Garmin-Uhren, aber Polar kann das hier nicht. Nichtsdestotrotz, zumindest siehst du aber hier schon mal den Point of Interest, wo du dann hin möchtest und hast zumindest das in der Übersicht. Du kannst aber auch hier nochmal rausgehen. Wir können sagen, okay, wir möchten den jetzt nicht mehr haben. Das heißt also Routenführung beenden, dann wird das Ganze abgebrochen. Und du hast auch die Möglichkeit, wenn wir nochmal hier im Point of Interest reingehen, dann auch zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwas Bestimmtes suchen. Da kannst du nämlich aus einer Liste auswählen, sei es zum Beispiel Toilette, Wasserfälle, Unterstände, Hütten. Also seht hier, werden alle Punkte nochmal aufgelistet. Wir wählen jetzt einfach mal einen Unterstand aus. Das kann ja beim Wandern auch mal sehr interessant sein. Sehen wir einfach mal Unterstände. Wir sehen hier in knapp 1 Kilometer ist einer in der Nähe. Den wählen wir aus. Dann kann ich einmal dann zeigen lassen. Sehen wir hier auch schon auf der Karte, wo der dann ist. Das ist bei uns um die Ecke. Und du kannst auch sagen, leite mich dahin. Und dann wird er hier einfach fett markiert. Und dann kannst du dann hier entsprechend zum Unterstand laufen und sehen auf der Karte dann ungefähr, wo es auch ist. Und so hast du dann auf jeden Fall hier auch Orientierungsmöglichkeiten, wenn du gerade mal in den Bergen unterwegs bist. Das gleiche funktioniert dann aber auch während der Aktivität. Ich habe jetzt zum Beispiel mal eine Aktivität gestartet. Und wenn wir jetzt einfach runter auf die Karte gehen, sehen wir hier auch schon die Übersicht. Und wir gehen jetzt einfach hier auf den mittleren Button, drücken einmal drauf. Und dann gibt es hier auch die Möglichkeit, hier Points of Interest auszuwählen. Und das haben wir das gleiche Menü wie gerade eben. Wir sehen einfach auf der Liste mal was aus. Wir nehmen jetzt mal die Toilette, sind hier in 1,23 Kilometer. Und ich sage auch hier, leite mich hin, beziehungsweise ja, wählen das aus. Na, hier, jetzt. Und dann sehen wir auch schon, hier wird die Toilette angezeigt. Das heißt also, auch während der Aktivität ist es dann möglich, falls du dann hier beim Wandern bist und irgendwie was hier dringend erledigen musst oder zumindest eine Schutzhütte brauchst. Und wie gesagt, sowohl die Vantage V3, M3 als auch die Critics 2, Critics 2 Pro haben diese Funktion jetzt hier mit dem Update erhalten. An dieser Stelle komme ich zu meinem persönlichen Polar Update Highlight. Und zwar war es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass du nur abbiegenweise bekommen hast, wenn du Routen von Komoot geplant hattest. Solltest du eine Route importiert haben, sei es jetzt hier eine GPX-Datei oder von Strava, hast du keine abbiegenweise bekommen. Endlich hat Polar das an dieser Stelle geändert. Das heißt also, wir bekommen jetzt auch für Strava als auch für importierte Routen jetzt abbiegenweise angezeigt. Das ist leider nicht defaultmäßig aktiviert. Wir müssen hier über einen Umweg das Ganze dann aktivieren während der Aktivität. Und diese Funktion wird natürlich auf der Vantage V3 als auf der Critics 2 Pro, auf der M3 und natürlich dann auch auf der Critics 2 unterstützt. Dafür gehen wir jetzt einfach mal in eine Aktivität hinein, unter Einstellungen. Da wählen wir jetzt einfach mal eine Route aus. Gehen wir ganz runter. Und wir sehen jetzt auch hier gleich, wir haben jetzt hier 3 Routen. Wir haben standardmäßig natürlich hier Komoot, was ich immer nutze. Aber dann auch hier zum Beispiel eine Strava-Route oder eine importierte Route. Das seht ihr einfach in diesem Symbol. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diese importierte Route. Das ist eine GPX-Datei gewesen. Wir bekommen hier ganz normal die Sachen angezeigt, wie wir es auch schon kennen. Wir können dann auch nochmal hier Trinkerinnerungen aktivieren. Also alles ist hier wie gewohnt. Und wir sehen jetzt hier, wir können hier leider keine abbiegenweise aktivieren. Das ist etwas ungeschickt gelöst, würde ich mal sagen. Ihr müsst nämlich einmal die Aktivität starten. Sagen wir hier einfach Routenstartpunkt, sind wir jetzt da. Dann wird das hier jetzt ausgeführt. Starten jetzt einfach mal die Aktivität. Und dann sehen wir jetzt hier auch, die Aufzeichnung wurde gestartet. So, jetzt müsst ihr einfach bei euch auf die Karte gehen. Ich habe jetzt bei mir schon die Karte in der Auswahl. Wir sehen auch hier die Route. Und jetzt müsst ihr auf der Karte nochmal hier auf den mittleren Button drücken. Und dann müsst ihr einmal kurz herunter scrollen. Gehen wir jetzt hier ganz runter. Wir sehen hier Routenführung beenden, Routen. Und dann gibt es hier den neuen Punkt Navigation starten. Das wählen wir jetzt aus. Wir sehen hier auch nochmal einen kleinen Hinweis mit Gabelung, dass es alles nicht so ganz optimal unterstützt wird, wie zum Beispiel bei Komoot. Aber du bekommst dann auf jeden Fall hier die Hinweise angezeigt. Auch Vorbereitung wird dann durchgeführt. Und ab diesem Zeitpunkt bekommst du jetzt auch hier mit externen Routen, die nicht von Komoot kommen, auch dann hier die abbiegenweise angezeigt. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Neuerung, die wirklich sehr gut ist. Und wie gesagt, für mich auch die beste Neuerung an dieser Stelle. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle mal alle Neuerungen der Polaruhren zeigen. Das Positive ist auf jeden Fall, dass du sowohl auf der Critics 2, Critics 2 Pro, Vantage V3 als auch der M3 hier den gleichen Softwarestand hast. Das heißt also, du hast ja auch alle Funktionen bekommen, ist auf allen Uhren gleich. Nur die Ignite 3 musste auf 2 Funktionen verzichten, weil sie hier keine Kartenunterstützung hat. Nichtsdestotrotz, die Uhr ist schon eine Weile auf dem Markt und hat hier auch die restlichen Updates erhalten, was ich wirklich hier sehr positiv finde. Du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was für dich hier die Lowlights und Highlights sind. Für mich ist auf jeden Fall hier das Thema abbiegenweise wirklich ein Highlight, wenngleich die Umsetzung auch ein bisschen Lowlight ist. Aber ich freue mich, wie gesagt, auf einen Austausch mit euch, was ihr da
von dem Ganzen hier haltet. Wenn du noch mehr um das Thema Polar sehen möchtest, ich habe auch eine Playlist rund um Polar, da kannst du mal reinschauen, was dir sonst noch alles vom Kanal zu Polar gezeigt worden ist. Beziehungsweise, wenn dich die Critics 2 interessiert, die habe ich ja auch getestet, die kam jetzt ganz neu. Da oben gibt es den Test, da kannst du mal reinschauen, wie die Uhr da abgeschnitten hat. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.